Hallo ihr Lieben. Moin moin. Wir sind Freddy und Uli und seit 2018 mit unserem Roadcar 540 auf YouTube unterwegs. Diesmal könnt ihr uns in den Winterzaubern nach Skandinavien begleiten. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr uns kostenlos abonnieren und ihr verpasst nichts mehr von uns. Hallo ihr Lieben. Moin moin. Ja, wieder eine tolle Nacht vollbracht. Ja, wir standen hier an einem schönen Hafen. Kann man im Hintergrund, glaube ich, sehen. Da ist er. Da hinten. Ja. Da drüben ist er. Der Hafen. Ja. War auch relativ ruhig. Ich sag mal nachher nach 24 Uhr schon. Ja. Vorher haben hier ich sag mal Leute driften mit dem Fahrzeug geübt. Ja, junge Männer meinten ihre Muskeln spielen zu lassen, dass sie immer da über den Platz geheizt sind und ja, so quasi in Achten gefahren sind zwischen den beiden Laternen hier sind. Wir haben darauf gewartet, dass eine Laterne umgenietet wird. Aber das war halb so wild. Aber es ist ein schönes Fleckchen hier, ne? Ja, kann man machen. Wir sind in Uddevalla und zwar direkt auf dem Hafenparkplatz hier. Also der Hafen ist in Sichtweite ungefähr hier so Kilometer. Ne? Ich kann ja nicht schätzen. Ich weiß Ja, ja kann man nicht. schon schätzen. Aber rundherum ist es sehr schön, wenn man hier mal guckt. Nach darüber. Erstmal so eine schöne Bogenbrücke. Die haben wir gestern gar nicht gesehen, weil nämlich hier gestern alles so diesig war durch den Schneefall. Hier kommen jetzt Dinge, die wir vorher nie gesehen haben. Uns gegenüber hohe Felsen mit Bäumen drauf. Schön beschneit, alles. Also landschaftlich schön, ne? Ja, kann man nicht meckern. Ja, Muss heute nichts sein. nee, heute noch nicht. Ja, ist wieder mal früh. Ihr kennt das von der Uli. Die ist da so ein bisschen sprachfaul morgens. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Und zwar ist gar nicht weit von hier eine eine Gasladestelle, wo wir eventuell unsere Flasche auffüllen lassen können. Und dann werden wir weiter sehen, was wir machen. Ich habe schon ein Ziel vor Augen. Uli weiß es noch nicht. Nö. Mal gucken, ob es klappt. Schauen wir. Also, Bis wir später. sehen uns. So, weiter geht's. Die Straßen sind mittlerweile geräumt. Winterlandschaft ist herrlich. Ja, der Freddy hat auch den Huckel geschafft, der geschaffen wurde von dem Räumungsfahrzeug, weil das ja um uns drumherum räumen musste und hat uns dann so einen schönen dicken Haufen vor den Wagen gesetzt. Also ihr wisst, was ich meine. Wie heißt das so schön? Drauf und durch. Ja, jetzt, wie gesagt, sind wir auf dem Weg Richtung Gasladestelle. Wir hoffen, dass der erstens aufhat und zweitens auch Gas gibt. Also wir werden es sehen. Laut Camping, wie heißt das nochmal? Park von Eyck, genau. Habe ich das jetzt rausgefunden. Aber Gas ist hier recht teuer. Das soll wohl für eine 11 Kilo Flasche 320 schwedische Kronen kosten. Das sind rund 32 Euro. Wenn ich bedenke, dass bei uns ein Flaschentausch 21 kostet, ist das schon halb mehr. Aber ist Aber egal. wir haben es dann warm. Genau, wir haben es weiterhin warm. Ja, wir zeigen euch ein bisschen noch von der Fahrt, wenn ihr Bock habt. Wir wissen selber noch nicht, wo wir jetzt wie hinkommen, aber das gute Navi wird es uns zeigen. Hast Bock? Ja, habe ich. Ja, dann los. We've said our goodbyes, but we won't go home just yet. You've got your head down, just like when we first met. I can't believe it's ending. Why did we fuck it up? So stupid and upsetting. How can I give you up? We've said our goodbyes, but we won't go home just yet. Let's stay here in this moment, pretend that we're not broken, and kiss me like
unsere Reise ist gerettet. Wir konnten Gas auffüllen in Trollhätten. Ja, Gasstation ist hier in Trollhätten, ist angegeben bei Park van Night. Das ist so ungefähr in Anfang Mittelschweden. Müsst ihr mal googeln. Aber auf jeden Fall geht hier das Betanken einer Gasflasche, einer deutschen Gasflasche, ohne dass man einen Adapter braucht. Das haben die alles hier. Also braucht euch keinen Kopf drum machen. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Wenn man diese hier nimmt, ob bei anderen Füllstationen. Ich habe ja gesagt, Trollhätten. Wir reden jetzt hier von Trollhätten. Ja, okay. Weil hier gibt's auf jeden Fall, hier kann man auf jeden Fall so abgeben. 330 schwedische Kronen, das sind 33 Euro. Wenn ich bedenke, dass bei uns ein Tausch der Flasche 21 kostet. Euro. Ja, aber frieren möchte ich auch nicht, also alles gut. 33 Euro sind das nicht Kronen, 33 Euro. Ja, gut. Aber dafür, dass wir jetzt wieder Sicherheit haben, wir haben jetzt 2 volle Gasflaschen wieder, insgesamt brauchen wir 3. Ein bisschen weniger als 3, aber 3 ist schon okay. Und ja, wir sind zufrieden, ne? Wir sind voll zufrieden, weil wir jetzt, wie gesagt, also ich kann auf jeden Fall entspannter weiterfahren. Bezahlen geht auf jeden Fall mit Visa-Card. Also wir haben hier noch nicht einmal in Schweden Kronen tauschen müssen. Bis jetzt haben wir alles, ob das nun die Telefonkarte war, die wir uns geholt haben, oder ob das Parken war oder so. Selbst Stellplätze sind hier teilweise auch mit Kreditkarte zu bezahlen. Also oder Parkscheinautomaten. Und Parkscheinautomaten funktionieren über eine App. Also ich finde das sehr pflegeleicht hier für Urlauber. Ne? Ja, finde ich auch. Weil, also wir kennen das ja von den früheren Urlauben, dass man dann immer die Währung irgendwo, ich sag mal, über hatte und wer weiß, wenn man da wieder hinkommt. Ne? Ja, eben. Und dann legt man das Geld auf die Seite und da vergammelt es, auf Deutsch gesagt. Genau. Ja, hier haben wir das Problem nicht, bis jetzt. Wir fahren jetzt mal weiter zu einem kleinen Ausflugsziel. Wohin, weiß Uli noch nicht. Nein. Aber ich. Und eventuell ist da ein schöner Stellplatz, wo wir auch duschen können, weil nur noch für Handwaschen ist, man muss auch mal die Haare gewaschen kriegen, vernünftig. Richtig. Give me this one night, hold me one last time, kiss me like
Eine schöne Landschaft und wir sind da mittendrin. Ja. Es tut uns jetzt wirklich leid, dass wir die Burgen- und Schlösserverehrer hier enttäuschen müssen. Aber wir sind hier halt nun mal in Schweden, ne? Und Burgen und Schlösser gibt es da nicht. Vielleicht ein Slot. Vielleicht ein Slot. Wir sind hier am Lecker-Slot. Lecker, das klingt ein bisschen komisch, aber ist egal. Ja. Ist halt schwedisch. Ja. Eine Traumkulisse, oder? Ist das Also geil? wirklich, das ist irgendwie ja, magisch. Wie Total Märchen. schön. Also so richtig so, ja, so wie man so Nüsse für Aschenbrödel oder so. Ja, genau. Wir Genau kommen da da. zwar nicht rein, aber das spielt keine Rolle. Wir gucken eh lieber von außen. Genau. Fehlt nur noch der Reiter da hier über die Brücke. Das ist nämlich eine Brücke. Da, ehrlich, ist das schön. So reitet, das wäre total schick. Aber das tut er nicht für uns. Nee. Und guckt euch die Winterlandschaft an. Ich mache mal ein paar Bilder, dann seht ihr das besser. So, und jetzt hört man. Man hört nichts. Das erste Mal seit Jahren eigentlich wieder, dass man sagen kann, oder dass ich sagen kann, man hört nichts. Außer vielleicht mal ein Tier im Hintergrund. Aber sonst Totale nix. Stille, also was habe ich auch noch nicht erlebt. Und wir stehen jetzt hier an der Ostsee und wie ihr seht, zugefroren. Ja. Ja, Ostsee, ist das schon Ostsee? Müsste eigentlich Weiß ich Ostsee sein, nicht. ne? Keine Ahnung. Ja, also ein Träumchen. Das Schloss ist übrigens aus dem 13. Jahrhundert, von 1298. Rest googeln. Aber es hat richtig was. Also das ist ein richtig schönes Ding. Und wir sind hier ganz alleine. Hier ist niemand. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist Hammer, Schön. oder? Mhm. Wollt ihr nochmal hören? Hört nochmal. Nix. Also was ihr jetzt hört, ist euer Ohrrauschen. Ja, wir versuchen jetzt mal da hochzukommen. Uli meinte ja erst, wir könnten hinten rumgehen. Ja, aber wir haben einen Weg gefunden. Wir gucken. Wir gucken mal, wir kommen da hoch. Ich schwör's. Und im Hintergrund sind gerade die fetten Schneewolken. Ich meine, hier ist ja schon, ich sag mal so 30 cm Schnee haben wir hier schon. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass noch einiges vorbeikommt. Deswegen müssen wir gleich mal zusehen, dass wir in den Ort kommen. Aber nicht ohne die Hütte zu besichtigen von außen. Genau. Genau. Komm mit, wir gehen eben mal dahin. Ab. Ich Und geh. ich will mal eins dazu sagen, die Kälte ist harmlos. Nö, ist Das ist keine schneidende Kälte. Hier geht kein Wind. Ja, also minus 2 oder 3 Grad haben wir bestimmt. Ne? ich weiß ja nicht, ich habe nicht geguckt. Kann man schlecht schätzen. Ja, ja. Ja, ordentlich geguckt. Aber Ich, so ich gehe Gefühl. schon mal. Wir gehen schon. Uli ist weg. Ich gehe hinterher.
Man soll es nicht meinen. Wir konnten sogar auf den Hof gehen. Herrlich, oder? Das ist echt schön. Das hat was. Guckt euch das an, ey. Schweden hat Uli und Freddy glücklich gemacht. Nein, stimmt nicht. Was Schweden denn? macht uns glücklich. Ach so, ja. Oder so. Also wirklich, das ist eine Atmosphäre, die ist unglaublich. Aber ihr seht es an den Bildern. Ja, Hammer. So, jetzt hatten wir einen schönen Parkplatz oder einen Stellplatz aufsuchen wollen mit Dusche und allem. Schön am Hafen. Ja, aber ist halt Winter, ne? Jo, wo kein Wasser ist, da ist auch kein... Ich habe eine Mütze auf hier. Das sieht ja aus wie ein Hempel. Wo kein Wasser ist, ist auch kein Parkplatz nötig. Ja, Und somit, mussten wir wieder weiterfahren. Wir haben jetzt eine Alternative. Wir sind jetzt diesmal nicht am Friedhof. nee, ja, Sondern eine Kirche da an der hinten. Kirche. da ist ein Bild. Mal auch gucken, ein sehr ob wir schöner da bleiben Spot. dürfen. Schauen wir mal. Ja, ich gehe schon davon aus, warum nicht. Wir tun ja keinem was. Das sagen sie alle. Ne? Der will nur spielen. Genau. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt leider sagen, Der heutige Vlog ist vorbei. ich hätte jetzt gesagt, weiter geht's im nächsten Teil. Aber alles kommt das selber raus. Ja. Ja. Weiter geht's im nächsten Teil. Genau. Reimt sich fast. Aber fast. Oder so. Ja, ihr wisst ja, hat es euch gefallen? Den Daumen. Weil je mehr Daumen wir kriegen, desto besser werden wir getriggert. Oder wie heißt das? Gerenkt. Gerankt. Und umso mehr Leute können uns sehen. Und Abonnieren wichtig nicht ist auch, vergessen. richtig. Und kommentieren. Unten in die Kommentare rein, was euch gefällt. Genau. Und Oder somit nicht gefällt. sagen wir Tschüss in die Ferne.